jetzt das Heute-Journal mit Hannah Zimmermann und Marietta Slomka. Guten Abend. Was da gestern am späten Abend in Dresden passiert ist, verheißt Unheil. Unheil für den aktuellen Europawahlkampf und Unheil für die danach anstehenden Wahlkämpfe in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Es ist zu befürchten, dass politisch motivierte Gewalttaten noch mehr zunehmen, als das schon der Fall ist. Gestern in Sachsen zog in der Plakatiernacht ein Schlägertrupp umher, der unter anderem den Spitzenkandidaten der SPD attackierte und schwer verletzte. Felix Klauser berichtet. Es ist ein Angriff auf die Demokratie und auf ihre Vertreter. Irgendwo hier in den Straßen von Dresden gestern Abend 22:30 Uhr. Der sächsische SPD-Spitzenkandidat für Europa Matthias Ecke beim Plakatieren angegriffen und schwer verletzt. Kurz zuvor wurden bereits Mitarbeiter der Grünen bedroht. Auch sie beim Anbringen von Wahlplakaten. Eine Augenzeugin berichtet. Dann kam aus den Reihen, ich weiß nicht mehr, wer von den Vieren es war, Scheiß Grüne. Und dann holte er wirklich völlig unvermittelt aus. Es gab einen wirklich harten Schlag auf die linke Wange. Der Kollege taumelte dann auch. Dann gab es noch einen zweiten Schlag und dann ging er zu Boden. Ja, und dann haben die beiden wirklich auf ihn eingetreten. Ein gewaltsames Ende der Dresdner Plakatiernacht. Matthias Ecke muss operiert werden. Eine Attacke, die sich einreiht in eine Vielzahl von Aggressionen gegen Politikerinnen und Politiker und angesichts der Schärfe der Gewalt trotzdem heraussticht. Die Demokratie wird von so etwas bedroht. Und deshalb ist achselzuckendes Hinnehmen niemals eine Option. Wir müssen gemeinsam dagegen stehen. Es gehört zum Wesen einer Demokratie, für eine demokratische Partei zu werben. Und dass da man Opfer einer Gewalttat wird, das sollte uns alle alarmieren. 112 politisch motivierte Straftaten in Sachsen gab es allein im laufenden Jahr. 30 davon gegen Amts- und Mandatsträger. Nicht nur in Sachsen ist diese politische Verrohung zu beobachten. Nicht nur in Sachsen ist dieses Jahr ein Superwahljahr. Was wir ja durchaus sehen, ist, dass es so Wellenbewegungen gibt. Also immer in Wahlkämpfen nehmen diese Angriffe zu. Aber was ich schon besorgniserregend finde, ist, dass die Gewaltbereitschaft zunimmt. Also das eine ist ja verbale Entgleisungen, rhetorische Zuspitzungen. Das hat es sicher immer gegeben, mal mehr oder weniger stark. Aber was uns wirklich in der Beratung auch Sorgen bereitet, ist eben diese zunehmende Gewaltbereitschaft. Mittlerweile ermittelt in Dresden das LKA, Abteilung Staatsschutz. Im anlaufenden Wahlkampf verspricht Bundesinnenministerin Faeser ein hartes Durchgreifen gegen die Feinde der Demokratie. Ich brauche aus meiner Sicht ein neues Schutzkonzept. Das möchte ich mit den Innenministerinnen und Innenministern der Länder jetzt zügig beraten, weil das ist schon eine Zäsur, die wir da gestern Nacht erlebt haben. Wie reagieren, wenn die sich für die Demokratie einsetzen, nicht mehr sicher sind? Dass das Versprechen verstärkter Sicherheit trügerisch sein kann, auch das zeigen die Reaktionen auf den Angriff. Wir bieten an, dass besondere Plakatieraktionen, besondere Wahlkampfaktionen der Polizei gemeldet werden, sodass wir es absichern können. Nur es liegt auf dem Wort besonders. Wir würden es niemals schaffen, jede Plakatieraktion in Sachsen absichern zu können. Heute werden in Dresden weiter Plakate aufgehängt, geworben für die Wahl, für die Demokratie. Wie fragil die sein kann, zeigt der Angriff von gestern Abend. In Kairo sind die Verhandlungen über eine mögliche Waffenruhe im Gazakrieg in die nächste zähe Runde gegangen. Vertreter der Hamas sitzen dort zusammen mit Vermittlern aus Ägypten, Katar und den USA. Auf dem Tisch liegt ein Vorschlag Israels für eine Feuerpause im Gegenzug für die Freilassung von Geiseln. Die Hamas hatte bislang darauf beharrt, dass Geiseln erst freigelassen werden, wenn Israel seine Truppen ganz aus Gaza abzieht. Darauf wird sich die israelische Regierung kaum einlassen. Allerdings steht Ministerpräsident Netanyahu innenpolitisch unter Druck, besonders von Seiten der Geiselangehörigen. Michael Beverunge berichtet aus Tel Aviv. Auch heute Abend demonstrieren sie wieder im Zentrum von Tel Aviv, die Gegner von Premier Netanyahu. Dass dieser Krieg kein Ende findet, habe auch mit seinem Versagen zu tun. Wir wissen alle, was Netanyahu will, oder? Er will an der Macht bleiben und er würde alles tun, um an der Macht zu bleiben. Das bedeutet, er will sogar den Krieg in die Länge ziehen.
Auch auf dem sogenannten Platz der Geiseln, wo die Angehörigen seit Monaten demonstrieren, haben sie von den Gerüchten über einen nahen Waffenstillstand gehört. Dann kämen auch Geiseln frei. Michael Levis Bruder Or wird noch immer in Gaza festgehalten. Levi gibt nicht viel auf die jüngsten Meldungen. Ich habe aufgehört, das zu glauben, was Hamas sagt oder nicht. Ich warte einfach, ob es diesmal wahr ist, weil wir diese Gerüchte über Deals bereits seit dem 8. Oktober hören. Und noch geht der Krieg in Gaza weiter. In der Nacht griff Israel ein Ziel in Rafah an. Er hatte Glück und überlebte, andere nicht. Und Millionen vegetieren in Trümmern vor sich hin, verstrickt im täglichen Kampf ums Überleben. Unser tägliches Leben ist schwierig. Die ganze Zeit sind wir auf der Suche nach Wasser, Brot, Gemüse und wichtigen Medikamenten für Familienmitglieder. Oft müssen wir sie ins Hospital bringen. Wir führen ein primitives Leben. Murtaja und seine Familie sind zermürbt von diesem Leben. Sie hoffen, dass Hamas und Israel sich auf mehr als nur einen Waffenstillstand einigen. Bislang hatten die Vermittler nur einen schwachen Einfluss, ohne Veränderung. Aber wir beten zu Gott, dass dieser Krieg nun endet. Angeblich hat die Hamas die Zusage der USA, dass ein erster Waffenstillstand zu einem dauerhaften werde und Israel aus Gaza abziehe. Doch Israels Regierung dementiert, der Krieg werde so oder so fortgesetzt. Wo dann all die Menschen in Rafah hin sollen, weiß man auch beim engsten Verbündeten nicht. Wir glauben, dass die israelische Regierung unsere Bedenken ernst nimmt, aber wir haben noch keinen Plan gesehen. Es bleibt die Hoffnung auf ein anderes Leben. Ich möchte zurück zu meinen Cousinen und meinen anderen Familienmitgliedern. Sie sind in Gaza-Stadt und ihr Haus ist noch heile. Eigentlich träumen Palästinenser und Israelis vom gleichen Ziel, dass sie mit ihren Angehörigen nach einem langen Krieg nach Hause können. Der Nahe Osten ist die Region, in die Bundesaußenministerin Baerbock in diesen Zeiten mit am häufigsten reist. Aktuell ist sie allerdings auf der anderen Seite der Weltkugel unterwegs in Neuseeland. Das klingt zwar nach einer willkommenen Abwechslung, doch weltpolitisch gesehen ist auch der Pazifik eine Krisenregion, in der der Machtanspruch Chinas zunehmend als Bedrohung empfunden wird. Baerbock reist auch dorthin, um ein Signal der Solidarität zu senden. Aber immerhin, ein bisschen Land, Leute und Kultur gab es für die Ministerin auch. Daniel Pontzen berichtet. Wenn Zeit ist, um einzutauchen in die Tradition der Maori, wie heute zumindest einen Moment lang an der Universität in Auckland, lässt sie sich ausblenden, jene neue spannungsgeladene geopolitische Realität, die den Rahmen setzt für ihre einwöchige Reise nach Ozeanien. Trotz zahlreicher Krisen in unserer direkten Nachbarschaft dürfen wir nicht so tun, als würde uns der Indopazifik nichts angehen. Ganz im Gegenteil. So wie ihr für die internationale Ordnung bei uns in Europa Verantwortung übernehmt, so engagieren wir uns hier im Indopazifik, wo der Wind ebenfalls spürbar rauer weht. Neuseeland begrüße die zunehmende Präsenz, den Ansatz und das langfristige Engagement Deutschlands im Pazifik, so Winston Peters. Man freue sich auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. Eine Zusammenarbeit, die auf unterschiedlichsten Feldern erfolgen soll. Bei der Satellitentechnik etwa, wo Neuseeland große Forschungserfolge erzielt hat, wie die Außenministerin heute vorgeführt bekam. Bei der Cyberabwehr, wozu sie sich gestern über die Fähigkeiten Australiens informieren ließ. Sowie bei klassischen Rüstungskooperationen, die Deutschland mit seinen Partnern im Pazifik weiter ausbauen will. Im Mittelpunkt aber steht gleich eine Reihe militärischer Übungen im Indopazifik, an denen Deutschland dieses Jahr teilnehmen will, zu Luft, zu Wasser, mit unterschiedlichen Adressaten. Das Signal geht zum einen an die Amerikaner, zu sagen, zu signalisieren, wir verstehen das, wir nehmen das auch ernst und wir wollen auch hier zu einer Lastenteilung beitragen, wenn auch in einem sehr bescheidenen Rahmen. Und gleichzeitig aber auch ein Signal an China zu senden, zusammen mit Verbündeten die Sicherheit, die Stabilität in dieser Region wahren zu wollen. Ein besonders deutliches Signal an China könnte bei einer der Übungen auf dem Seeweg erfolgen.
Wenn im Sommer die Fregatte Baden-Württemberg samt Versorgungsschiff von Tokio Kurs gen Singapur nimmt, könnten sie auf direktem Weg durch die Straße von Taiwan fahren. So etwas brandmarkte China zuletzt stets als Provokation. Dass man deshalb nun darauf verzichten werde, danach klang Baerbock heute nicht. Da gelten dieselben Regeln wie in allen anderen vergleichbaren Meeresgebieten, wo unsere Schiffe und andere Schiffe langfahren. Das Recht der friedlichen Durchfahrt auch für die Küstengewässer. Und auf dieser Grundlage findet unser Indo-Pacific Deployment statt, so wie es für alle anderen Nationen dieser Welt auch stattfindet. Um Waffen geringer Reichweite ging es beim emotionalsten Termin der Reise. Speer, Knüppel und Schwert zählten zu jenen Kulturgütern, die Baerbock der australisch-indigenen Gemeinschaft der Kaurna aus einem deutschen Museum zurückgab. Gegenseitige Wertschätzung, auch das in traditionellem Rahmen. Und jetzt die Nachrichten von Hannah Zimmermann. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein hat erklärt, er habe große Sorge, dass die pro-palästinensischen Proteste an Hochschulen auch hierzulande eskalieren, ähnlich wie in den USA. Er stelle fest, dass es eine weit verbreitete anti-israelische und antisemitische Grundstimmung an den deutschen Universitäten gebe. Nach Protesten an der Berliner Humboldt-Universität gestern wurden laut Polizei 37 Strafermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei gehe es unter anderem um mögliche Fälle von Volksverhetzung und tätliche Angriffe. In Hamburg sind laut Polizei etwa 1000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Islamismus sowie Antisemitismus zu demonstrieren und ein Zeichen für freiheitlich-demokratische Werte zu setzen. Die Demonstration wurde unter anderem von der kurdischen Gemeinde organisiert. Sie fand bewusst an gleicher Stelle statt wie eine Kundgebung von Islamisten vor genau einer Woche. Diese hatte unter anderem durch Rufe nach einem Kalifat bundesweit für Empörung gesorgt. Die Zahl der Todesopfer durch schwere Überschwemmungen im Süden Brasiliens ist auf mindestens 56 gestiegen. Zudem werden mehr als 60 Personen vermisst. Das erklärte der Zivilschutz des Landes. Mit Booten suchen Einsatzkräfte weiterhin nach Vermissten. Die Überflutungen sind die Folge von tagelangem Regen. Betroffen sind über 280 Gemeinden. Mehr als 24.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben vorzeitig den Meistertitel geholt. Mit einem 2:1 gegen Bayer Leverkusen sicherten sich die Münchnerinnen 2 Spieltage vor Saisonende die Meisterschale. Die Mannschaft von Trainer Alexander Strauß ist in dieser Saison bislang ungeschlagen. Bereits im vergangenen Jahr gewann das Team die deutsche Meisterschaft. Insgesamt ist es der 6. Titel für die Münchnerinnen. Mehr dazu gleich im aktuellen Sportstudio. Zu den Lottozahlen an diesem Samstag. Die lauten 9, 10, 27, 29, 38, 47, Superzahl 1. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Fehlen noch die Wetteraussichten. Morgen überwiegen die Wolken in einem Bogen von den Küsten über Brandenburg und Thüringen bis zum Oberrhein wird es Schauer und Gewitter geben. Sonst bleibt es meist trocken. Die Temperatur erreicht 14 bis 21 Grad. In den nächsten Tagen wird es im Norden zunehmend freundlicher. Sonst regnet es häufig und zum Teil kräftig. Gewitter können auch dabei sein. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 22 Grad. Das war's von uns. Gleich geht's mit dem aktuellen Sportstudio, wie gesagt, weiter. Und Jochen Breyer hat dort Christian Streich zu Gast. Und die nächsten Nachrichten gibt's hier gegen 0:55 Uhr. Und morgen erwarten Sie hier Hanna und Dunja Hayali. Auf Wiedersehen. Tschüss.